habe einfach angefangen, diesen Song zu spielen und ganz plötzlich, so von jetzt auf gleich, hatte ich so einen Moment, wo ich das erste Mal wirklich begriffen habe und verstanden und gefühlt habe, was Let It Be wirklich bedeutet. Und von dem Moment an ist dieser Song tatsächlich so zu einer Art Mantra-Song für mich geworden. Wenn wir vielleicht es schaffen würden, wieder mal mehr dahin zu kommen, in der einen oder anderen Situation einfach Dinge mal so sein lassen zu können, wie sie sind. Hey, ich bin's Rasmus und das hier ist First Take Uncut Story zu dem letzten Song von vergangenem Sonntag, Let It Be von den Beatles. Ja, Let It Be, die Nummer kenne ich natürlich auch schon wieder quasi mein Leben lang. Auch schon lange bevor ich ein Wort Englisch gesprochen oder verstanden habe. Und dann habe ich irgendwann natürlich in der Schule gelernt, so ein bisschen rudimentäres Englisch. Und irgendwann habe ich die ersten Worte verstanden von irgendwelchen Songs und war aber noch weit davon entfernt, irgendwie den Song selber mal zu covern oder zu spielen. Und irgendwann verstand ich dann die Worte und habe mir gedacht, naja gut, es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann das erste Mal verstanden habe, dass Let It Be nicht heißen muss, ja, lass das mal sein, sondern lass es sein. Und als ich das dann verstanden hatte, war ich, glaube ich, dann auch so in dem Alter, wo ich den Song durchaus hätte auch spielen können und aber irgendwie hat es dann doch nochmal 10 Jahre oder so gedauert, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, so jetzt habe ich Lust, den zu spielen. Und die Bedeutung hatte ich dann wohl verstanden, zumindest vom Kopf her. Und ich kann mich aber noch ganz genau daran erinnern, 2015 auch in Australien. Ich habe dort an einem wunderschönen Tag in Moruya vom Woolies gestanden und gebaskt, also Straßenmusik gemacht, wie häufig dort in der Zeit, wo ich da war. Und habe einfach angefangen, diesen Song zu spielen und ganz plötzlich, so von jetzt auf gleich, plötzlich hatte ich so einen Moment, wo ich das erste Mal wirklich begriffen habe und verstanden und gefühlt habe, was Let It Be wirklich bedeutet. Und wirklich dieses Gefühl das erste Mal in meinem Leben hatte, ja, man kann auch Dinge, die passieren, die um einen herum passieren, die direkt mit einem zu tun haben oder vielleicht auch indirekt, einfach mal sein lassen, so wie sie sind, ohne sie zu bewerten, ohne sich daran aufregen zu müssen oder daran seine eigene Energie nach unten zu bringen und irgendwie in eine schlechte Laune oder so zu kommen. Und von dem Moment an ist dieser Song tatsächlich so zu einer Art Mantra-Song für mich geworden. In jedem Moment, immer wenn ich irgendwo Musik mache, wenn ich auf der Bühne stehe, egal Bühne oder Straße, in so Momenten, wo ich merke, ich bin ein bisschen drüber, ich habe zu viel Stress, irgendwie, ich komme nicht richtig rein, meine Stimme will nicht so richtig oder was auch immer, spiele ich diesen Song. Und der bringt mich immer zurück wieder zu mir. Und ist fast schon wie so ein Knopf, den ich drücken kann, um einfach wieder ein bisschen ruhiger zu werden und wieder aus einer entspannten Energie auch dann singen zu können und Musik machen zu können. Und ich glaube tatsächlich, dass also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich damals in Australien diesen Moment gespürt habe. Und natürlich gelingt es auch mir nicht immer in jeder Situation meines Lebens, die Dinge einfach so sein lassen zu können, wie sie sind. Und es gibt so viele Dinge da draußen und auch im privaten Leben ab und an irgendwelche Dinge, die einen aufregen und wo man vielleicht auch besser etwas gegen sagt oder unternimmt, anstatt es einfach nur hinzunehmen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, diese Grundenergie von Let It Be das, was wir gerade heute in dieser Zeit unglaublich wieder brauchen. Denn natürlich gibt es vieles, über das man sich aufregen kann und die einen regen sich über das auf und die anderen über das andere und sehen es von verschiedensten
Seiten und Blickwinkeln. Aber wenn wir vielleicht es schaffen würden, wieder mal mehr dahin zu kommen, in der einen oder anderen Situation einfach Dinge mal so sein lassen zu können, wie sie sind und unseren Frieden mit uns zumindest zu machen und mal wieder vor der eigenen Haustür erstmal zu kehren, dann glaube ich, wäre das ein unglaublich großer Schritt für nicht nur jeden Einzelnen, sondern am Ende auch für eine ganze Gesellschaft. Deshalb ist dieser Song, Speaking Words of Wisdom, Let It Be. Das sind wirklich Worte der Weisheit. Und da hat John Lennon, glaube ich, der den Song geschrieben hat, vielleicht tue ich jetzt Mr. McCartney Unrecht. Aber ich glaube, Lennon war wahrscheinlich, würde ich denken, der Hauptautor. Hat einfach da den Nagel auf den Kopf getroffen. Und in diesem Sinne, mit dieser kleinen Botschaft und diesem Wunsch in die Welt daraus, vielleicht mal wieder diesen Song auch mit diesen Gedanken zu hören und vielleicht irgendwo den einen oder anderen Moment dann doch wieder ein bisschen entspannter erleben zu können, als man es vielleicht gewohnt ist in dieser schnellen Zeit. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bis nächsten Sonntag. Alles Gute, euer Rasmus, ciao.